Okay. So, he then deals with the issue of how we understand the world that we're operating in. Dann jetzt behandelt er die Frage, wie wir die Welt zu verstehen haben, in der wir uns sozusagen bewegen, in der wir operieren. According to the tradition, the field of all phenomena, what's called the Dharma Dhatu or Chuying, is the realm in which the Buddhas reside. Gemäß der Tradition ist das Feld, alle Erscheinungen, Phänomene, das was als Dharma Dhatu oder auch tibetisch Chuying bezeichnet wird, ist auch zugleich der Bereich, in dem alle Buddhas verweilen oder residieren. Means it's a space that contains all phenomena. Das ist der Raum, der alle Phänomene enthält. Which includes ourselves. Und das beinhaltet auch uns selbst. So it's the realm of non-duality or no splitting, no separation. Das ist ein Bereich von Nicht-Dualität, von keinem Spalt, keiner Trennung. And within that we have manifestation in the world in which unpredictable events arise. Und innerhalb dieses Bereichs gibt es die Manifestation in der Welt, in der die vielen unvorhersagbaren Phänomene entstehen. So the reliability and certainty of residing in the inseparability of space and awareness, or emptiness and awareness. Also diese Verlässlichkeit und Sicherheit in diesem Feld, in dem alle Phänomene residieren, also dem Feld der Bewusstheit zu sein, is the basis for our freedom and flexibility to respond to different situations. Ist die Basis für unsere Freiheit und die Flexibilität, auf alle aufkommenden Situationen und Dinge auch einzugehen und zu antworten. All that we've been looking at is how to use meditation as a kind of massage to relax the tensions and rigidities that we carry with us. Alles, was wir hier angeschaut haben, ist im Grunde genommen die Frage, wie können wir Meditation als eine Art Massage verwenden, die uns erlaubt, all die Erstarrungen und Anspannungen, die wir in uns tragen, zu entspannen, loszulassen. And this flexibility is in the service of the other. Und diese Flexibilität steht im Dienst anderer. Being for the other doesn't mean to go under the thumb of the other. Und für andere zu sein bedeutet natürlich nicht sozusagen sich unter den Daumen der anderen zu begeben. We're for others, which means we see their need and how they could be helped, but we also have to keep an eye on their pathology or perversity. Für andere zu sein bedeutet, dass wir ein Auge auf ihre Bedürfnisse haben und auf die Frage, wie wir für sie hilfreich sein können, aber gleichzeitig heißt es auch, ein Auge auf ihre Pathologie oder ihre Perversion zu halten. Sentient beings have the 5 poisons. Denn die fühlenden Wesen haben alle die 5 Geistesgifte. They have many assumptions and fixed beliefs, and they have a lot of desire and anger, jealousy and pride. Sie haben alle viele vorweggenommene Annahmen und fixierte Glaubensvorstellungen und sie haben natürlich all diese Emotionen von Begierde, Zorn, Stolz, Eifersucht und dergleichen. So we need to be close to them, but not too permeated by them. Was nötig ist, ist sozusagen ihnen nah zu sein, aber von ihnen nicht durchdrungen zu sein. Small babies learn a huge amount in the first year of life. Die kleinen Babys, die lernen eine riesige Menge von Dingen im ersten Lebensjahr. They are very open. Sie sind sehr offen. And they're open and porous, so they are internalizing huge amounts of information about how people behave and how they can behave and so on. Sie sind offen und porös sozusagen. Sie können viele Verhaltensweisen und Verhaltensformen um sie herum internalisieren und aufnehmen. And that's one of the delights about being around small children, is that we
we get a bit opened up by their openness. Und eines der entzückenden Dinge, sozusagen mit kleinen Kindern zu verweilen, ist die Tatsache, dass wir durch ihre Offenheit selbst auch geöffnet werden. But the babies are also a bit vulnerable in this because they don't have much capacity to control the sort of things that they're absorbing. Aber in dieser Hinsicht sind Babys eben auch sehr verletzlich, denn sie haben keinerlei Befähigung, die Dinge, die sie aufnehmen, die sie absorbieren, zu steuern. So we need to be clear that the openness of the Buddha's mind is not like the baby's openness. Muss uns klar sein, dass die Offenheit des Geistes des Buddha nicht dieselbe Art von Offenheit ist wie die eines Babys. Awareness is open, receptive, undefended, but impervious. Bewusstheit ist offen, ist empfänglich, ist umfassend, aber sie ist auch undurchdringlich. It doesn't absorb like paper. Sie nimmt nichts auf wie etwa Papier. It is in intimate connection with everything. Es ist eine intime Beziehung oder Verbindung zu allem, but not contaminated. aber nicht dadurch verschmutzt. So we were already looking at that in the section on purity. Darüber haben wir schon in dem Abteil oder dem Abschnitt über Reinheit gesprochen. So when we're in the world with others, we need to always maintain this balance of open receptivity and connectivity. Wenn wir also mit anderen zusammen sind, dann müssen wir immer dieses Gleichgewicht wahren zwischen einerseits offener Empfänglichkeit und auch Verbundenheit. Without going under the power of the other. Aber ohne unter die Macht des anderen zu geraten. Without being inducted into their particular psychological patterning or energetic patterning. Ohne dass wir sozusagen in deren individuelles, psychologisches oder persönliches Muster hineingezogen werden. So this is a combination of warmth and being for the other and at the same time seeing what the other's up to. Es ist eine Kombination aus Wärme und aus Verfügbarkeit für den anderen mit gleichzeitiger Fähigkeit, deren Ziele oder Absichten zu erkennen. Because if you start to absorb other people's energy and you're not able to dissolve it easily, then you get burnt out. Wenn wir denn einfach nur anfangen, die Energie anderer Leute aufzunehmen, aufzusaugen, aber nicht fähig sind, sie leichter Hand wieder aufzulösen, dann kann es sehr schnell dazu kommen, dass wir ausgebrannt sind. So the central point is when we sit with our own pain and difficulties and confusions, all this habit formations that arise in the meditation. Der zentrale Punkt hier ist, wenn wir also mit unserem eigenen Schmerz, mit unserer eigenen Verwirrung sitzen, mit all diesen gewohnheitsmäßigen Formierungen, wenn wir in Meditation damit sitzen, by allowing it to be there and then self-dissolving it, we learn not to take our suffering too seriously. indem wir dem allen, was da aufkommt, gestatten, da zu sein und indem wir lernen, sozusagen die Selbstauflösung auch zuzulassen, lernen wir unsere eigenen Leiden und Schwierigkeiten nicht allzu ernst zu nehmen. When you really see the illusory nature of your own misery, Wenn wir wirklich die illusorische Natur unseres eigenen Elends erkennen können, then you have an ethical basis for seeing the illusory nature of other people's misery. dann haben wir eine ethische Basis dafür, auch die illusorische Natur des Leidens anderer zu erkennen. But if you take your own pain seriously and disregard other people's pain, that's not really the Dharma. Wenn wir aber den eigenen Schmerz ernst nehmen und nur sozusagen kein Auge, keine Beachtung für den Schmerz anderer haben, das ist nicht wirklich Dharma. But nor is it the Dharma to take other people's pain seriously and disregard your own. Aber auch ist es nicht der Dharma, den Schmerz anderer ernst zu nehmen und den eigenen zu missachten. These are patterns which arise and which
catch us because we're willing to be caught. Das sind alles Muster, die aufkommen und die uns gefangen nehmen, weil wir bereit sind, gefangen zu werden. There are very few real victims in the world. Es gibt sehr wenige wirkliche Opfer in der Welt. Dreadful things can happen in life, but victimhood is a way of reading the situation. Es gibt viele furchtbare Dinge, die im Leben geschehen können, aber ein Opfer zu sein, ist auch eine Form, die Situation zu interpretieren. Buddhist teaching is an anti-victim analysis. Die buddhistische Lehre ist eine sozusagen Anti-Opfer-Analyse. Because it says everything you experience arises as the result of your own previous actions. Denn er sagt, alles was entsteht oder aufkommt, ist das Resultat deiner eigenen vorangehenden Handlungen. Someone treats you very badly, so it seems obvious you could blame them for treating you badly. Jemand behandelt dich sehr schlecht und es ist relativ offensichtlich, dass man sie dafür beschuldigen könnte, dass sie uns schlecht behandeln. You betrayed me, you broke my heart. Du hast mich betrogen, du hast mein Herz gebrochen. I'll never forgive you. Ich werde dir niemals vergeben. This is a particular reading of the situation that says the other has the power to hurt me. Das ist eine bestimmte Interpretation der Situation, die ausdrückt, dass der andere die Macht hat, mich zu verletzen. But the Dhammapada, one of the very early Buddhist texts, says not father, not mother, not brother, not sister, not friend, not enemy. Nobody harms you more than yourself. Aber schon im Dhammapada, einem sehr frühen buddhistischen Text, heißt es nicht Vater, nicht Mutter, nicht Schwester, nicht Bruder, nicht Freund, nicht Feind schaden dir so viel, wie du dir selbst schaden kannst. And then it repeats it and says, and nobody can help you more than yourself. Und dann wiederholt es diese Formulierung mit dem Unterschied, dass es sagt, auch niemand anders kann dir so viel helfen wie du dir selbst. This puts your life back in your hand. Und das bringt unser Leben in unsere eigene Hand zurück. So, part of compassion is treating other people to the dignity of being responsible for their own situation. Ein Aspekt des Mitgefühls ist, andere so zu behandeln, dass sie die Würde erlangen können, für ihre eigene Situation verantwortlich zu sein. If we see that somebody needs rescuing, that is placing them in a particular situation. Wenn wir den Eindruck haben, dass jemand eine Errettung braucht, dann positionieren wir diesen anderen auch in eine bestimmte Lage. So when we take the Bodhisattva vow and say we will save all sentient beings, Wenn wir also das Bodhisattva-Gelübde nehmen und versprechen, alle fühlenden Wesen zu retten, really what this means is I will be available to help other people help themselves. was es dann wirklich bedeutet, ist zu sagen, ich werde für andere verfügbar sein und ihnen helfen, sich selbst zu helfen. Because the way to awaken is to see the ground of your own being. Denn der Weg zum Erwachen ist, den Grund, die Basis des eigenen Seins zu sehen, zu erkennen. So how could you help someone else see the ground of their being? Wie könnten wir jemandem helfen, den Grund oder die Basis seines Seins zu erkennen? You can't do it for them. Ihr könnt es nicht für sie tun, Because that would be ridiculous. How could that be possible? das wäre lächerlich. Wie sollte das möglich sein? They have to see it. Sie müssen es sehen And it is possible for them to see it. und es ist für sie auch möglich, es zu sehen. We can see other things about people that they can't see. Wir können natürlich andere Dinge in Bezug auf andere Leute sehen, die sie selbst nicht sehen können. For example, I can see the back of Robert's head. Zum Beispiel kann James den hinteren Teil meines Kopfes sehen. And even if Robert was to practice yoga for 20 years, he would not be able to see the back of his head. Aber ich selbst wenn ich 20 Jahre lang Yoga praktizieren würde, würde ich nicht in der Lage sein, den Hinterkopf anzuschauen. But it may well be that Robert has no need to see the back of his head. Möglicherweise habe ich aber auch keinen Bedarf danach, meinen Hinterkopf zu sehen. One photograph is probably enough. Wahrscheinlich ist ein Foto genug. But we need to see our own nature. Wir müssen aber unsere eigene Natur erkennen.
How do we do that? Wie machen wir das? By entering the practice. Indem wir in die Praxis eintreten. Nobody can do it for us. Und diese Praxis kann niemand für uns ausführen. But what we can do is try to provide the beneficial situations that will make that possible. Was wir aber tun können, ist die nützlichen, die wohltuenden Situationen bereitzustellen, die es ermöglichen werden. So on an outer level, we can, if we have some excess money, we can make donations to help build retreat centers and so on. Auf einer äußeren Ebene, wenn wir zu viel Geld haben, können wir zum Beispiel Spenden geben, um zu helfen, Retreatzentren aufzubauen und so weiter. We can help to support teachings being made available through websites and so on. Wir können helfen, die Verfügbarkeit von Unterweisung sicherzustellen, indem man die Finanzierung von Websites und so weiter sicherstellt. I'm not at all technical as a person, so I am helped very much by quite a range of people who help to put audio and video recordings edited up on the website. Ich selbst zum Beispiel bin überhaupt nicht technisch versiert und mir wurde sehr viel von verschiedensten Leuten geholfen, Lehren, Audio- und Videoform auf eine Website zu bringen. Oh, all of these things are helping others because many people now can look at the videos. Und all diese Dinge sind auch hilfreich für andere, denn viele Leute sind jetzt in der Lage, diese Videos anzuschauen. But the main way to help other people is to not project onto them. Aber die Hauptsache, wie man anderen helfen kann, ist nicht auf sie Dinge zu projizieren. To offer other people the welcome that allows them to reveal themselves to us, which is simultaneously to reveal themselves to themselves. Sondern stattdessen ihnen ein Willkommen zu gewähren, zu geben, das ihnen erlaubt, sich selbst sozusagen für uns zu präsentieren, zu enthüllen, darzubieten, in einer Art und Weise, die ihnen hilft, auch sich selbst, für sich selbst erkennbar zu werden. Our own falseness is our own not seeing of ourselves. Unsere eigene Falschheit besteht darin, nicht unser eigenes Selbst zu sehen. As he said, all the problems that we have spread out from this basic fault of turning the wrong way, of disregarding the ground of our being. Wie es hier gesagt wird, alle Probleme breiten sich sozusagen von diesem einen Punkt aus, unser eigenes Selbst nicht zu erkennen, beziehungsweise uns von dem Grund unseres Seins abzuwenden. So this is the real basis of compassion. Und das ist die wirkliche Basis von Mitgefühl. Because if we are not clear, then helping other people is simply a method of mixing our opacity with theirs. Denn wenn wir nicht klar sind, ist der Versuch, anderen zu helfen, nichts anderes als ein Weg, unsere eigenen Mangel an Durchsichtigkeit mit ihrem Mangel an Durchsichtigkeit zu mischen. And the blind lead the blind in a merry dance. Und das ist sozusagen wie der Blindete den Blinden führt in einem Reigentanz. So, compassion arises from wisdom, and the focus of this kind of text is on wisdom. Mitgefühl entsteht also aus Weisheit und der Fokus von solchen Texten wie diesem liegt auf der Weisheit. From this point of view of Dzogchen, you don't need to develop compassion because it is the natural quality of the mind. Und von diesem Standpunkt des Dzogchen ist es auch nicht nötig, Mitgefühl eigens zu entwickeln, denn Mitgefühl entsteht automatisch aus dieser Erkenntnis des eigenen Geistes. As the limits installed by our self-referential mental activity start to dissolve, we find ourselves being more available for other people. Wenn sich die Beschränkungen dieser selbstbezüglichen Aktivität anfangen aufzulösen, finden wir heraus, dass wir ohnehin für andere zunehmend verfügbar werden. And then we start to find that we don't need to know what to do. Und dann beginnen wir zu erkennen, dass wir gar nicht zu wissen brauchen, was zu tun ist. Most human interactions don't require technical knowledge. Die meisten menschlichen Wechselwirkungen erfordern kein technisches Wissen. They require an availability and a goodwill and an ability to be close with the other person.
Sie erfordern Verfügbarkeit und einen guten Willen, eine Bereitschaft, mit der anderen Person nahe zu sein. So this flows out of the openness of the mind. Und das fließt aus der Offenheit des Geistes heraus. So although we don't focus on talking about love or compassion or wishing other people well, it's implicit in the practice. Das heißt, obwohl wir jetzt nicht viel davon reden, Mitgefühl zu entwickeln, Liebe zu entwickeln und anderen Wohl zu wünschen, sind all diese Aspekte implizit in dieser Praxis. Selfishness arises from the fact of having a limited self and trying to increase its welfare and protect it from danger. Egoismus entsteht aus der Vorstellung, ein begrenztes Selbst zu haben und aufgrund dieser Vorstellung zu versuchen, das Wohlergehen dieses begrenzten Selbst zu verbessern und zu beschützen. And the less we have a sense that we need to protect ourselves, the more available we are for others. Und je weniger wir das Empfinden haben, dass es da irgendetwas für uns selbst zu beschützen gibt, desto verfügbarer werden wir für andere. In the more we allow other people to show themselves, the more precisely we can find a way of meeting them. Und je mehr wir anderen Menschen erlauben, sich selbst zu zeigen, desto tiefer werden die Möglichkeiten, ihnen zu begegnen. So, then he gives again a little summary of how to do the practice. Und dann gibt es hier wieder eine kleine Zusammenfassung, wie die Praxis zu tun ist. So he says, and we're jumping on a little bit, because I've just given a summary. He says, at the beginning of each practice session, you must remember to develop very pure bodhicitta of both aspiration and actual practice. Und wir springen hier ein bisschen und da heißt es an einer Stelle, am Anfang einer jeder Praxis muss man sich daran erinnern, Bodhicitta zu entwickeln und den Wunsch, den positiven Wunsch, warum wir diese Praxis machen. This means both the intention to benefit other beings and to engage in a practice which by generating merit which is shared with others will bring about an actual benefit for them. Das bedeutet, excuse me, I was just distracted. Okay, so it's both the aspiration to benefit beings. Also sowohl der Wunsch oder die Aspiration, anderen zu helfen, den Nutzen zu bringen, and performing actual benefit for others by engaging in a practice which generates merit which can then be dedicated to the other. Dann sich in die tatsächliche Praxis zu begeben, die tatsächlich Tugend oder Verdienst erzeugt, das den anderen tatsächlich gewidmet werden könnte. And you can do this in an elaborate ritual way, or you just open yourself, this is for all, this is for all. Man kann das natürlich in einer elaborierten, rituellen Art und Weise machen, man kann sich aber einfach auch öffnen und sagen, das, was ich hier tue, ist für alle. And in one way, the most amazing thing is that there is such a stress on bodhicitta because it seems such an amazing thing to do. Und eines der erstaunlichen Dinge ist, dass es eine Betonung auf Bodhicitta gibt, weil es den Anschein hat, als sei dies eine erstaunliche Sache, die man tun kann. Because the simple fact is, I am sitting here. Die einfache Tatsache ist, ich sitze hier. I'm not able to see my own face. Ich bin nicht in der Lage, mein eigenes Gesicht zu sehen. I have to see your faces. Ich muss euer Gesichter anschauen. If I make you unhappy, I have to see your sour face. Wenn ich euch alle unglücklich mache, dann muss ich eure sauren Gesichter sehen. If I can make you a little happy, I see your happy face. Wenn ich aber euch ein bisschen glücklich machen kann, dann kann ich auch eure glücklichen Gesichter sehen. It makes me more happy to see your happy face than your sour face. Und es macht mich glücklicher, eure glücklichen Gesichter zu sehen, als die sauren Gesichter. So why would we not want to benefit other people? Warum sollten wir also nicht den Wunsch hegen, anderen Leuten Nutzen zu bringen? It's that simple. So We all live in a world where we see other people's faces and we never see our own. Das ist so einfach. Wir leben alle in einer Welt, in der wir ständig die Gesichter anderer sehen und niemals unser eigenes. So
the welfare of all is our own welfare. And So- our welfare, in terms of our freedom and availability, is also the welfare of all. Und so ist das Wohlergehen anderer auch unser Wohlergehen und umgekehrt natürlich auch unser eigene Wohlergehen und die Fähigkeit, Freiheit auszudrücken, ist natürlich auch das Wohlergehen anderer. So, in general, we reflect that all beings in samsara have been our mother in a previous life. Allgemein gesprochen reflektieren wir darüber, dass alle Wesen im Samsara in dem einen oder dem anderen vorigen Leben unsere Mütter waren. This is to say that we have a karmic link with all beings as well as a direct phenomenological link. Das drückt aus, dass wir nicht nur einen unmittelbaren phänomenologischen Bund mit anderen haben, sondern auch eine Verbindung, die durch Karma kommt. And therefore, we meet other people with a debt of obligation. Und daher begegnen wir anderen oder treffen wir auf andere mit einer bereits bestehenden Schuld von Verpflichtungen. We're linked to all beings and we owe them a debt of gratitude. Nicht nur sind wir mit anderen Wesen verbunden, sondern wir schulden ihnen auch unsere Dankbarkeit. This is a very interesting reflection and it's a very useful antidote to the feeling that you want to have a secondary gain from helping others. Das ist eine sehr interessante Reflexion und auch ein sehr nützliches Gegenmittel gegen die Vorstellung, dass man vielleicht durch das Helfen oder durch die Hilfe für andere auch so ein bisschen einen Gewinn für einen selber noch sekundär abzwacken könnte. Helping others is not making us then or demonstrating that we are a good person. Anderen zu helfen macht uns nicht zu einer guten Person und dient auch nicht der Demonstration, wie gut wir sind. We're just paying off a bit of the debt we've accumulated. Wir bezahlen einfach nur ein bisschen von den Schulden zurück, die wir angehäuft haben. There are many ways of expressing these Dharma ideas, and if that way doesn't suit you, we have others on the menu. Es gibt viele Wege, diese Dharma-Ideen auszudrücken, und wenn diese uns nicht gefällt, gibt es noch viele andere auf dem Menü. So develop an aspiration for them to be free of suffering and enjoy happiness, and think of quickly establishing them in Buddhahood. Also wir entwickeln die Aspiration, ihnen nicht nur zu helfen, sondern auch sie schleunigst auf dem Weg zur Buddhaschaft zu etablieren. So how shall we do that? Wie machen wir das? You can imagine when you do the meditation practice that all beings in all the 6 realms of samsara are sitting around you and doing the same practice. Man könnte sich vorstellen, dass während wir eine Meditationspraxis machen, dass alle Wesen im Samsara aus den 6 Daseinsbereichen um uns herum sitzen und dieselbe Praxis machen. You can imagine that all sentient beings in samsara are gathered together in the white R in your heart. Oder wir können uns vorstellen, dass alle Wesen im Samsara sich versammeln, zusammengesammelt werden in dem weißen A im eigenen Herzen. There are many different methods like that you can encounter, and they all have the same function, not to act on your own, for yourself. Es gibt viele solche Methoden wie diese, und sie haben alle die gleiche Funktion, nämlich nicht sozusagen auf eigene Rechnung und nur für sich selbst zu handeln. We act with others, for others. Wir handeln mit anderen, für andere. And that keeps opening the picture. Und das erlaubt uns, das Bild zu erweitern, zu öffnen. In order to really be compassionate, you have to have a big pot inside you. Um wirklich mitfühlend zu sein, muss man auch in sich einen großen Topf haben. The union of awareness and emptiness is the infinite source which has resources enough to take care of all beings. Die Vereinigung von Bewusstheit und Leerheit ist die große Quelle, die genug Ressourcen bereitstellt, um allen Wesen zu helfen. So compassion flows out of that awareness. Also das Mitgefühl fließt aus dieser Bewusstheit heraus. If you're compassionate out of a good thought, that thought can become very small and tired. Wenn wir nur aus einem guten Gedanken heraus mitfühlend sein wollen, könnte durchaus passieren, dass dieser Gedanke sehr klein wird und dass wir daran ermüden. And then you have regrets. Und dann haben wir Reue.
And you who were the rescuer now turn into the victim. Und wir, die wir eigentlich die Retter sein wollten, verwandeln uns in das Opfer. So we can imagine this R, and you can elaborate that to imagine that this letter R is not just surrounded by rays of rainbow light, but is in the heart of the teacher, who could be Padmasambhava or Tara or your own teacher, and around them are all the great gurus and teachers who dissolve into them. Wir können also uns diese Schriftzeichen A vorstellen, wir können diese Vorstellung dann natürlich elaborieren und hinzufügen, etwa nicht nur die 5 farbigen Regenbogenlichter drumherum, sondern wir können uns vorstellen, dass das Ganze sich im Herzen des Gurus befindet, in Form von Padmasambhava oder Tara oder auch unseres eigenen Lehrers und dass eben alle Buddhas drumherum sich versammeln und in diesem versammelt werden. Just as we have different periods in art with different styles, Und so wie es in der Kunst eben auch verschiedene Perioden gibt mit verschiedenen Stilen, we have different styles of meditation practice. gibt es natürlich auch viele verschiedene Stile der Meditationspraxis. Some visualizations are like Baroque churches, Manche Visualisierungen sind wie Barockkirchen. huge refuge trees with hundreds and hundreds of lamas and books and flowers and ponds. Ein riesiger Zufluchtsbaum mit Hunderten von Lamas, von Büchern, von Teichen. And for some people that can be quite evocative and inspiring. Und für manche kann das sehr evozierend und inspirierend sein. And for others it's just too much. Für andere ist es aber gerade zu viel. And they prefer just one white letter A. Und sie bevorzugen einen bloßen weißen Buchstaben A. So this is the richness of the Dharma, is to stay in touch with yourself and find the kind of practices that suit you. Und der Reichtum des Dharma spielt sich in der Fähigkeit in uns wieder, wirklich bei sich selbst zu bleiben und diejenige Praxis zu finden, die wirklich geeignet ist. Because it's a kind of to and fro shuffle at this point. An dieser Stelle haben wir sozusagen so ein Vorwärts-Rückwärts-Tänzchen. The holy Dharma is very high. Der heilige Dharma erscheint sehr hoch. I will follow the holy Dharma. Ich will dem heiligen Dharma folgen. But what about me? Aber was ist mit mir? If I'm going to walk the long road to enlightenment in shoes that don't fit, Ich habe die lange Straße zur Erleuchtung in Schuhen gehen muss, die nicht passen. that's not very helpful. Dann ist das nicht sehr hilfreich. So, who am I? Wer also bin ich? Dharma is for me. Dharma ist für mich. Dharma has many, many possibilities. Who are you? Der Dharma selbst verfügt über viele, viele Möglichkeiten, aber jetzt kommt es darauf an, wer bist du? Finding the interface is intelligent. Dieses Interface, also die Schnittstelle zu finden, das ist Intelligenz. It's not about squeezing yourself to fit a form that isn't right. Es geht hier nicht darum, sich selbst zusammenzuquetschen, um in eine Form zu passen, die nicht richtig ist. Because that won't be helpful. Das wird nicht hilfreich sein. We have to remember that the happy ending in the story of Cinderella is because the shoe fits. Wir müssen uns daran erinnern, dass das glückliche Ende der Aschenputtel-Geschichte nur möglich ist, weil der Schuh tatsächlich passt. So, then we, if you're visualizing the Guru, you can see light coming from the forehead, from a white letter Om, from the throat, a red letter A, and from the heart, a blue letter Hung, and then coming simultaneously, and these purify all faults and limitations. Wenn wir also den Guru visualisieren, können wir uns vorstellen, dass aus seiner Stirn, aus dem weißen Buchstaben A weißes Licht kommt, dann aus dem
sorry, on the... So Here, white letter Om, red letter ja. A, and blue letter Hu. Also auf dem weißen Om auf der Stirn weißes Licht kommt, aus dem roten A rotes Licht kommt und aus dem blauen Hung in seinem Herzen blaues Licht kommt und dann eben alle drei Lichter zusammen zu uns kommen. Then you imagine the Guru comes to the crown of your head and dissolves down into you, and you dissolve into the Guru, and then there is one ball of light which dissolves into nothing. Und dann können wir uns vorstellen, dass der Guru zu uns kommt, über unseren Kopf, sich in uns auflöst, wir uns in ihn auflösen und das Ganze zu einem weißen Lichtball wird, der dann sich in nichts auflöst. This is the way of bringing subject and object together. Das ist die Art und Weise, wie Subjekt und Objekt zusammengebracht werden. And because it's a practice that you can bring your faith and devotion and desperation and hopelessness and rage, and you can bring all of you into it as an emotional engine to drive it. The bond created allows non-distraction of the mind, so that when you do the dissolving, you're fully present. Und das ist sozusagen eine Praxis, in der wir alle unsere Emotionen von Hoffnung, von Liebe und Hingabe, aber auch Verzweiflung, Hoffnungslosigkeit, Rage, was immer uns bewegt, in die Praxis hineinbringen können und als eine Art emotionalen Motor benutzen können, um an den Punkt zu kommen, wo das zusammen aufgelöst werden kann. That method is slightly different from doing the recitation of the 3 R's that we've been doing, or just relaxing into the out-breath and beginning. Diese Methode ist anders als die Methode der Rezitation der 3 A's, die wir auch gemacht haben, oder die einfache Entspannung in den Ausatmenvorgang, die wir am Anfang gemacht haben. But the principle is the same. Aber das Prinzip hier ist das gleiche. The barriers between me and my own awareness are like gossamer. Die Barrieren zwischen mir und meiner eigenen Bewusstheit sind wie Gossamer, das Wort? Gossamer is very fine, like a fine cloth. It refers really to like the fluffy thing you get on a dandelion. Like very, very fine. It's supposed to be the cloth that is woven by the fairies. Vorschläge für ein Wort, mir fällt es gerade nicht ein. Feenstaub, ja, wundervoll. Hey! Eine Fee kam zu And so we should trust it. Und so sollten wir dem auch vertrauen. If you imagine enlightenment far away because you're a bad person or a limited person, these thoughts themselves are the barrier. Wenn wir aber uns vorstellen, dass die Erleuchtung weit weg ist, weil wir eine schlechte oder ungenügende Person sind, dann sind diese Gedanken genau die Barriere. All beings have Buddha nature, including ourselves. Alle Wesen haben die Buddha-Natur, uns selbst eingeschlossen. So this is the focus of the practice. Und das ist der Fokus der Praxis. Generally, the Tibetan schema of the 9 modes of practice is divided into 2 groupings. Allgemein gesprochen ist das tibetische Schema, die Praxis in 9 Modalitäten zu unterteilen, in 2 Gruppen aufgeteilt. There are the vehicles or the methods of the cause. Es gibt hier die Vehikel oder Fahrzeuge, Methoden der Ursache. Which is to say, I have the seed or the potential for becoming a Buddha, and I'm going to practice to create the causes that will bring this into ripening and fruition. Diese Fahrzeuge oder Methoden beruhen auf der Idee, dass wir die Samen in uns tragen, ein Buddha zu werden, aber wir durch unsere Praxis sozusagen die Ursachenbedingungen herstellen müssen, um diesen Samen zur Reife zu bringen. And then we have the vehicles of the result. Und dann haben wir die Fahrzeuge des Resultats, in which we act as if the result had already been achieved. in welchen wir so handeln, als sei das Resultat bereits erlangt. So we visualize I am Tara or I am Padmasambhava.
Das heißt, wir visualisieren, dass wir Tara sind oder Padmasambhava sind. This is who I really am. Das ist, wer ich wirklich bin. Or relax into unborn open awareness. In an instant we are present in the Dharmakaya. Oder sich in die offene, ungeborene Bewusstheit aufzulösen und dadurch sind wir in einem einzigen Augenblick im Dharmakaya. Of course, when we do these practices of the result, we encounter obscurations. Natürlich, wenn wir das als Resultat praktizieren, dann begegnen wir auch Verdunklungen. But instead of the obstacles being between me and where I want to get to my enlightenment, Aber statt dass man diese Hindernisse als etwas betrachtet, was zwischen mir und dem Platz, wo ich hinkommen will, also der Erleuchtung, betrachtet, these are obstacles which are potentially distractive from my experience of being the Buddha. sind das einfach Hindernisse, die potenziell ablenkend sind davon, Buddha zu sein. So they are like wasps at a picnic. Sie sind ein bisschen wie die Wespen bei einem Picknick. You go and sit in a nice park and you get your food out and zzz. I just want you to relax. I've been working all week. This fucking thing's bad. Es ist sozusagen, man geht in einen schönen Park und packt seine ganzen schönen Lebensmittel aus und dann kommen sie und brummen um uns herum und dann fängt man an zu fuchteln und zu denken, verdammt, ich habe die ganze Woche so hart gearbeitet, jetzt verpisst euch. So then your friend says, listen, we're having a picnic, it's fine, it's just a couple of wasps, don't worry. Und ein Freund sagt uns dann vielleicht, hör mal zu, es ist alles in Ordnung, wir sind hier zu einem schönen Picknick und sind einfach nur ein paar Wespen, mach dir keine Sorgen. Don't focus on them, they're not causing any trouble. Fokussiere dich nicht so auf sie, sie werden keine Schwierigkeiten machen. Then we settle back in the practice. Und dann sind wir zurück in der Praxis. But then, why is my mind like this? Und dann brummen sie wieder und wir denken, warum ist mein Geist so? So this is how obstacles arise in the practice. Das ist die Art und Weise, wie Hindernisse in der Praxis auftauchen. And what we have to do is either you try to keep them out, so if you were doing a tantric practice at first, you visualize a big tent or a net of vajras all around you and then a wall of blazing fire and so on. Was wir zu tun haben, ist, sie entweder rauszuhalten, das wäre wie in der tantrischen Praxis, wenn man ein Zelt aus Vajras oder eine Wand aus Vajras visualisiert und davor eine Wand aus Feuer und so weiter. But in the Dzogchen practice, we allow the obscuration to be there. Aber in der Dzogchen-Praxis erlauben wir den Verdunklungen da zu sein. They're just part of the mind. Sie sind einfach nur ein Teil des Geistes. And by not giving a strong negative attribution to them, they show that they are just empty and permanent phenomena. Und indem wir es vermeiden, ihnen eine starke und negative Attribuierung zu geben, zeigen sie selbst, dass sie lediglich vorübergehende Phänomene sind. So when we have the sense that we relax into the original enlightened state of our mind, we're not doing some amateur dramaticals. Wenn wir also das Empfinden haben, dass wir in unsere ursprüngliche, natürliche, erleuchtete Natur des Geistes auflösen, dann ist es nicht so, dass wir da irgendwie eine dramatische Inszenierung vollführen. We're simply waking up to how it's always been from the very beginning. Wir wachen lediglich auf zu dem Zustand, der schon von einem Anfang da war. So, whether we dissolve into the state of the Guru or relax into the lights through the 3R or simply relax in the open breath, we're now just here. Und ganz gleich, ob wir jetzt uns sozusagen in die Einheit mit dem Guru auflösen oder ob wir jetzt in den offenen Raum auflösen oder in den offenen Atem auflösen, am Ende sind wir einfach da. So then he gives the instruction for the meditation. Dann gibt es hier Instruktionen zur Meditation. Don't go after past ideas. Folge nicht vergangenen Ideen nach. Don't wait expectantly for future ideas. Warte nicht erwartungsvoll auf künftige Ideen. Free your present awareness from effort and contrivance.
befreie deine gegenwärtige Bewusstheit von Anstrengung und Künstlichkeit. So, an idea was there and it's gone. Eine Idee war da und ist vergangen. What will we gain by going after it? Was werden wir gewinnen, wenn wir ihr nachfolgen? Why did I have that thought? Oh, I must remember to do that. Warum hatte ich diesen Gedanken? Oh, ich muss mich daran erinnern, es zu tun. It's gone. Aber es ist gegangen. Whatever value it had is gone. Was immer es an Wert hatte, ist bereits vergangen. Other thoughts will arise. Andere Gedanken werden aufkommen. Oh, but that one was really important. Aber dieser Gedanke war doch wirklich wichtig. It's all just thought. Aber das alles sind nur Gedanken. As soon as we think we're having some special thought, we've gone into prejudice and judgment. Sobald wir denken, dass wir jetzt irgendeinen ganz besonderen Gedanken hatten, geben wir ihnen Vorurteile und Urteile. Now, it's not at all uncommon that when we're doing the practice, some solution to problems in our life arises because we're more relaxed and more open and there can be a free flow of our mental configuration. Also das ist natürlich überhaupt nichts Ungewöhnliches, dass wenn wir die Praxis machen, dass irgendwelche Lösungen für die Probleme unseres Lebens auch auftauchen. Denn wir sind einfach entspannter und haben einen freieren Fluss unserer mentalen Konfigurationen. This is a dangerous gift. Ein gefährliches Geschenk. Because thinking this thought is special, we put it above other thoughts. We want to hang on to this. We don't want to have any more thoughts until we finish the practice and can write this one down. Betrachten dann diesen Gedanken als besonders und als besser oder höher steht als die anderen Gedanken. Und dann wollen wir auch schon gar keine anderen Gedanken mehr haben, sondern eben diesen letzten Gedanken uns bewahren, bis wir die Praxis beendet haben und dann ihn aufschreiben können. And so we have to return to the basic principle. You will get more if you let it go. Und dann müssen wir zu dem grundlegenden Prinzip zurückkehren. Wir werden mehr bekommen, wenn wir diesen loslassen. And you're here. Weg und wir sind immer noch da. When you're thinking about the future, you're poking around in nowhere land. Wenn wir aber wenn wir über unsere Zukunft nachdenken, dann stochern wir in Niemandsland herum. What will happen? Was will passieren? Who knows? Who cares? Wer wird es wissen und wen kümmert's? If we're not dead, something will happen. Wenn wir nicht tot sind, wird irgendwas passieren. But what will it be? Was aber wird es sein? Nobody knows. Das kann niemand wissen. People go to Tibetan lamas to get mo's or predictions done. Leute gehen zu tibetischen Lamas, um irgendwelche Moos oder Vorhersagen zu bekommen. Everywhere there's gambling opportunities available. Überall gibt es Möglichkeiten zu spielen. Horse racing, which team will win the World Cup and so on. Pferderennen, welches Team wird Weltcup gewinnen und so weiter. As far as I know, there is no Tibetan method for predicting which horse is going to win the big race. Soweit ich weiß, gibt es keine tibetische Methode, vorherzusagen, welches Pferd das Rennen gewinnen wird. In which case we might have a general conclusion, nobody knows much about the future. Also können wir die allgemeine Schlussfolgerung haben, dass niemand viel über die Zukunft weiß. It's simply idle speculation. Das sind eitle Spekulationen. So don't do it. Macht's bloß nicht. The thought comes, what will I do next week? Es kommt der Gedanke auf, was werde ich nächste Woche machen? Should I ring my mother? Sollte ich meine Mutter anrufen? It's a thought. Das ist nur ein Gedanke. Doesn't matter. Macht nichts. Again we go back. The meaning is in your attachment. Also um es nochmal zu sagen, die Bedeutung liegt in unserem Festhalten. So that's why he's saying, free your present awareness from effort and contrivance. Daher heißt es hier wieder, befreie deine gegenwärtige Bewusstheit von Anstrengung und Künstlichkeit. There's no need to mobilize because there's nothing to get. Es ist keine Notwendigkeit zu mobilisieren, weil es nichts zu bekommen gibt. You got what you wanted. You got the Dharmakaya, the empty open mind. Du bekommst, was du wolltest. Du bekommst den Dharmakaya oder den leeren, offenen Geist. Settle into that. Und lasse dich darin nieder. Oh, but these thoughts are rather tasty. Aber diese Gedanken sind nun wirklich sehr lecker. So you follow the thought. Dann folgen wir dem Gedanken. And you get lost again. Wieder verloren gegangen.
What did the thought give you? Was hat uns der Gedanke gegeben? Distraction. Ablenkung. What does relaxing and opening give you? The taste of your own original nature. Was gibt diese Entspannung und Offenheit? Den Geschmack unserer ursprünglichen Natur. Thoughts cheat us again and again. Die Gedanken betrügen uns wieder und wieder. It's not their fault, it's their structure. Es ist nicht ihr Fehler, sondern ihre Struktur. They don't have substance. Sie haben keine Substanz They don't last long. und sie verweilen auch nicht lange. They are unreliable. Sie sind unzuverlässig. You can spend your whole life on little one-night relationships. Man kann sein ganzes Leben mit kleinen Ein-Nachts-Beziehungen verbringen. There's always people waiting to do something sexual. Es gibt immer Leute, die darauf warten, irgendwas Besonderes zu machen. And it might get a bit tiring. Aber es könnte etwas ermüdend werden. A little bit of stability might be better. Und ein bisschen Stabilität könnte besser sein. The most stable relationship you'll ever have is with your own mind. Und die stabilste Beziehung, die man überhaupt haben kann, ist die mit dem eigenen Geist. And that's because you are your own mind, Und das liegt daran, dass wir unser eigener Geist sind. free of duality. Frei von Dualität. Nobody to talk to at 2 o'clock in the morning Niemand muss dir die Ohren vollreden um 2 Uhr nachts. because they won't let you get to sleep because they're upset. Denn sie wollen dich nicht schlafen lassen, weil sie aufgebracht sind. That's one of the aspects of coupledom. Das ist eines der Aspekte von Paarleben. So this is really important. It's so weird. We let go of the best for the worst. Und das ist wirklich wichtig, dass es so wirklich so verdreht ist, dass wir das Beste fahren lassen, um das Schlechteste zu bekommen. And that's because the worst or the thought allows arousal. Das liegt daran, dass der Gedanke, das Schlechteste, uns eine Erregung erlaubt. The grasping, the mobilization, the sense of importance, the prejudicial judgments about this being better than that. It gives the ego something to do, and awareness does not do that. Das gibt uns sozusagen einen Grund zur Erregung, einen Grund zum vorurteilsbehafteten Beurteilen von besser und schlechter, und das wiederum gibt dem Ego etwas zu tun, und die offene Bewusstheit tut das eben nicht. Keep the mind free of contrivance, naturally relaxed and flowing in its own mode. Bewahre deinen Geist frei von Künstlichkeit, auf natürliche Weise entspannt und in seinem eigenen Modus fließend. Contrivance is a kind of artificiality. Diese Künstlichkeit oder Gemachtheit ist eben eine Form von Künstlichkeit. So, for example, if you find you're very tired and you're sleepy, you might kind of straighten yourself and tighten yourself in and focus. Zum Beispiel, wenn wir uns sehr schläfrig fühlen, könnte es sein, dass wir sozusagen uns versuchen aufzurichten und gewissermaßen zu sammeln, körperlich und zu fokussieren. And it will allow your attention to be a little bit more alert. Und dann gestattet das der Achtsamkeit oder Beachtung sehr viel wacher zu sein. But it's artificial. Aber sie ist künstlich. Instead of gently tuning into focused attention, Statt dass wir uns sanft in eine fokussierte Beachtung hineinstimmen finding yourself in a state of focused attention, und uns selbst in einem Zustand von fokussierter Aufmerksamkeit finden, you coerce yourself. versuchen wir uns selbst zu zwingen. And this artificiality is unhelpful. Und diese Künstlichkeit ist nicht hilfreich. It can't be sustained Sie kann ohnehin nicht aufrechterhalten werden and it's distorting. und sie verzerrt. So, stay naturally relaxed and let the mind flow. Also weiter heißt es hier, natürlich entspannt zu bleiben und den Geist fließen zu lassen. It takes a while to experience the natural relaxation of the mind. Es braucht eine Weile, bis man die natürliche Entspannung des Geistes erfährt. Everything happens without effort. Alles geschieht ohne Mühe, ohne Anstrengung. This is almost impossible for us to hear.
Und es ist fast unmöglich für uns, das zu hören. But out, out of emptiness arises everything. Aber aus der Leerheit entsteht alles. Nobody's doing it. Also es macht niemand. It's not done by God. Es wird nicht von Gott gemacht It's not made by any particular effort. und es wird nicht durch irgendeine bestimmte Anstrengung hervorgebracht. It just is. Es ist einfach. So trusting emptiness is also trusting the immediacy of the display of clarity. Also auf Leerheit zu vertrauen heißt auch gleichzeitig auf die Unmittelbarkeit der Schau der Klarheit zu vertrauen. But the thing about this is, it's flowing in its own mode, which is a translation of the term rangbap, which means like water tumbling down a mountainside. Aber der Schlüsselpunkt hier ist, dass es sozusagen seinem eigenen Modus gemäß fließt. Das tibetische Wort ist Rangbap und das ruft die Vorstellung von einem Wasser, das einen Wasserfall herunterfällt, wach. Means it's not directed or controlled or shaped. Es ist nicht etwas, was wir selbst irgendwie ausgerichtet, kontrolliert oder geformt haben. So this is referring to what we looked at before as whatever comes, comes. Das bezieht sich auf das, was wir zuvor angeschaut haben, nämlich das, was immer kommt, kommt. So we're relaxed and we let everything happen as it does. Wir sind also entspannt und lassen alles geschehen, so wie es kommt. At first you might feel a little bit mad or out of control. Am Anfang könnte es sein, dass wir uns ein bisschen verrückt oder ein bisschen außer Kontrolle fühlen. My mind will it collapse? What is all this stuff? Mein Geist wird vielleicht kollabieren. Was ist denn das ganze Zeug? The key thing is not to try to make sense of it. Der Schlüsselpunkt hier ist, nicht zu versuchen, daraus Sinn zu machen. The point is in the clarity which refers to the mere facticity of emergence. Der Punkt liegt hier in der Klarheit, die sich auf die Faktizität, auf die Tatsächlichkeit des bloßen Aufkommens, Erscheinens referiert oder berichtet. So, again with the same example, if you look outside, you see all the trees and bushes and the leaves. Wieder mit dem gleichen Beispiel, wenn wir nach außen schauen, sehen wir all diese Bäume und Büsche und Blätter. The immediacy of the givenness is the vitality of the mind. Die Unmittelbarkeit des Gegebenen ist die Vitalität des Geistes. We don't have to count the leaves or take them off or organize them in a collector's book. Wir haben nicht die Aufgabe, die Blätter irgendwie einzeln zu nehmen, sie irgendwie zu zählen oder sie in einem Sammelbuch irgendwie zu ordnen. On one level you could say the garden is a complete jumble. Man könnte auf einer Ebene sagen, der Garten ist sozusagen ein völliges Durcheinander. All kind of things are coming together. Alle Arten von Dingen kommen da zusammen. And it's like this. Und das ist so. It's not organized in a kind of horticultural garden way. Es ist nicht organisiert in einer Art wie sozusagen ein Pflanzengarten, eine Pflanzenschule organisiert wäre. So you don't have too much sense of an imposed organization. Das heißt, wir haben hier nicht allzu viel Empfinden von einer aufgesetzten Organisation, But the plants are allowed to find their way. sondern man gestattet den Pflanzen ihren eigenen Weg zu finden. Some have space to thrive and get a lot of sunshine, others are a bit cramped in the shade and with something big over them. Manche Pflanzen finden den Weg in die Sonne und werden groß, andere sind irgendwo zwischen irgendwelche dunklen Ecken gequetscht und können sich nicht entfalten. Und große Pflanzen sind über ihnen, This is as it comes. wie es kommt. This is what it means with the mind. There is clarity because there is facticity. This is here. Das ist genau wie mit dem Geist. Es gibt Klarheit, weil es eine Faktizität, eine Tatsächlichkeit gibt dessen, was da ist. But it's not organized again according to any program. Aber es ist nichts, was irgendwie gemäß einem Programm organisiert wäre. And if the normal tilt of your personality is to look for prediction and patterning so that you know what's what, it's a little bit disturbing. Und wenn unsere normale Neigung, unsere Persönlichkeit ist nach
nach Mustern und Vorhersagbarkeit zu suchen, dann könnte unser Geist ein bisschen desorientiert sein. Especially if you live in the city, it's a completely artificial environment. Insbesondere wenn wir in einer Stadt leben, dann leben wir in einer vollständig künstlichen Umgebung. Straight roads, Gerade Wege, buildings with sharp edges, Gebäude mit scharfen Ecken, rooms like this with sharp edges. Räume wie dieser mit scharfen Ecken. If you look around this room, and then you look out at the trees, and it's incredible. Wenn man sich in diesem Zimmer umschaut und dann aber rausschaut und die Bäume anschaut, das ist unglaublich. You don't find straight lines out there. Da draußen finden wir keine geraden Linien. You find nothing but straight lines in here. Aber hier finden wir nichts als gerade Linien. When you get used to an urban environment and straight lines, it creates this fantasy of control. Wenn wir eine städtische Umgebung gewöhnt sind und uns an gerade Linien gewöhnt haben, erschafft das die Fantasievorstellung von Kontrolle. And these are planned environments, housing estates. Das sind natürlich alles geplante Umgebungen, das sind praktisch also Hausbaugesellschaften. Robert was commenting earlier that in Freiburg, where he's from, as an older city that's grown a bit organically, the streets are much more tight and tangled. Ich sagte zuvor zu James, dass in Freiburg, wo ich mehr oder weniger herkomme, das ist ja eine sehr viel ältere Stadt und dass die Straßen sehr viel enger und verwinkelter sind. So, we have to be aware of the programming that can go into increasing our sense that we should know what's what. Wir müssen also unseres eigenen Programms bewusst sein, nämlich dass wir versuchen, Sinn zu machen, zu wissen, was ist. So, our mind is relaxed without sinking, calm without being tightly focused. Lass also dein Geist entspannt zu sein, ohne abzusinken und fokussiert zu sein, ohne eng zu werden. Sinking is when you start to lose your clarity and almost falling asleep and the body feels a bit heavy and it gets a bit hazy. Das Sinken ist ein Zustand, in dem wir sozusagen unsere Klarheit verlieren und unser Geist ein bisschen dunkler wird und ein bisschen sich fast so anfühlt, als würden wir einschlafen und auch der Körper so ein bisschen schwer wird. You want to be calm without being tightly focused. It means you're not doing it through intense effort. Wir wollen auch eine Ruhe aufrechterhalten, die aber frei von einem engen Fokus ist, also frei von der Prägung durch eine Anstrengung. So this is very similar to learning to ride a bicycle. Das ist ähnlich wie zu lernen, Fahrrad zu fahren. When you start to sit on a bicycle, you don't really have a sense of what balance is. Wenn wir beginnen, Fahrrad zu fahren, auf einem Fahrrad zu sitzen, haben wir eigentlich kein wirkliches Empfinden dafür, wo die Balance liegt. And so you've got a tendency to fall to one side or the other. Und so bekommt man oder entwickelt man die Neigung, entweder zu der einen oder zu der anderen Seite zu kippen. And the body tenses in its fear of falling over. Der Körper verspannt sich in seiner Angst, umzufallen. And loses its flexibility. Verliert seine Flexibilität. Which gives you a rigidity that is less able to actually work with the circumstances. Und das gibt uns eine Starrheit, eine Rigidität, die uns weniger fähig macht, mit den tatsächlichen Umständen zu arbeiten. But once you start to have a sense of that balance, aber hat man erst einmal ein Gefühl für die Balance gefunden, it's something that you work with. Dann ist es etwas, womit man arbeitet. It's not something that you have. Es ist nicht etwas, was man einfach hat. Because it's not stable. Denn das ist nichts Stabiles. It's dynamic. Es ist etwas Dynamisches. The balance is maintained through micro-adjustments. Diese Balance wird aufrechterhalten durch Mikroanpassungen. These are adjustments, as it were, within the state of balance. Wenn man so will, könnte man sagen, das sind Anpassungen, die innerhalb eines Zustands von Gleichgewicht stattfinden. So it's not a kind of crude adjustment, but it's more subtle. Es
sind keine groben Anpassungen, sondern das sind subtile Anpassungen. So if that image makes sense, that's the quality we want to bring into the practice. Und wenn also für euch dieses Bild Sinn macht, dann ist es das, was die Qualität, die wir auch in unsere Praxis bringen wollen. Because if you try to adjust yourself by moving yourself around and tightening up your muscles or deepening your breath, if you do that in a strong way, then again you've got subject, object and the connection between them. Denn wenn wir sozusagen versuchen, auf eine grobe Weise uns anzupassen, also Anpassung vorzunehmen, indem wir unsere Positionen stark korrigieren, unsere Muskeln anspannen und so weiter, dann sind wir wieder mit diesem Bereich von Subjekt, Objekt und Handeln. So what he's gesturing towards here is a kind of non-conceptual adjustment. Worauf das hier alles verweist, ist eine Art nicht konzepthafte Anpassung. A kind of feeling tone. Es ist ein Gefühl, ist eine Gefühlstönung. So with that you get more and more sense of when you're grounded and when you're relaxed. Und damit bekommt man mehr und mehr ein Empfinden dafür, wann man geerdet sozusagen ist und entspannt ist. So, grounded and relaxed and open. Geerdet, entspannt und offen. This is not a fixed state, you're not a thing. Es ist kein fixierter Zustand, wir sind ja kein Ding. You're not sitting like a stone on the seat. Wir sitzen ja nicht wie ein Stein auf einem Sitz. You're alive, so all sorts of movements are occurring. Wir sind am Leben, also werden alle möglichen Arten von Bewegungen aufkommen. But by staying present in this, these micro adjustments don't tear or disrupt the flow of experience. Aber indem wir gegenwärtig darin sind, werden diese kleinen Mikroanpassungen nicht den Fluss der Erfahrung unterbrechen oder auseinanderreißen. Without striving, remain tranquil. Ohne Bemühung bleibe ruhig. We've just been looking at that. Without grasping, stay loose. Ohne Festhalten bleibe locker. Without sinking, stay sparkling and alert. Ohne abzusinken bleibe sprühend und wach. Maintain clarity, free of dullness, sharpness, free of obscuration. Halte eine Klarheit aufrecht, die frei von Stumpfsinn, aber auch von Schärfe und Verdunklung ist. So, this kind of instruction we need to take very gently and softly massage it into us. These are not finger-wagging instructions that you must do this. Rather, these are encouragements to find your way. Und solche Art von Instruktionen muss man sozusagen nicht als etwas auffassen, was mit dem Finger wedeln ist und mit dem Ausspruch begleitet ist, das musst du machen, sondern das sind Instruktionen, die man sanft in sich hineinmassieren muss und verstehen muss, das sind Hinweise darauf, wie wir unseren Weg finden. Each of us must find our own way. Wir müssen jede von uns muss unseren eigenen Weg finden. Nobody can do it for us. Und niemand kann das für uns erledigen. But these are kind of tips or bits of advice about how to stay in the saddle, to stay in the movement of the mind without moving with the mind. Das sind alles Tipps oder Ratschläge, wie man im Sattel bleibt, wie man sozusagen mit der Bewegung des Geistes bleiben kann, ohne in der Bewegung des Geistes zu sein. This is why we do these practices again and again, if possible a few times a day, every day, for months and years. Das ist der Grund, warum wir solche Praktiken jeden Tag wieder und wieder machen, ein paar Mal am Tag am besten für Monate und Jahre. If you look around the world, you see young girls who want to be ballet dancers. In der Welt begegnet man jungen Mädchen, die gerne Balletttänzerinnen werden wollen. A dancer's life is pretty much finished at 35 and often before. Das Leben eines Tänzers oder einer Tänzerin ist mit 35 fertig und oft schon vorher. A high likelihood of getting some degree of anorexia.
es gibt hier eine hohe Wahrscheinlichkeit, bis zu einem gewissen Grad zumindest Anorexie zu entwickeln. Certainly getting problems with the ankles and the joints later. Mit Sicherheit hohe Wahrscheinlichkeit, Knöchel- und Gelenksprobleme später zu bekommen. But people go to ballet classes 2-3 times a week. Aber Leute gehen in diese Ballettunterrichtsklassen 3-mal in der Woche And practice and practice und and practice üben und üben und üben for something that lasts so little time. für etwas, was so kurz bestehen bleibt. This is the original nature which lasts forever. Das aber ist die ursprüngliche Natur, die für immer bleibt. And if this teenage girl is going to have to learn to go on her point, which is quite painful, we can learn to do the practice. Also wenn eine Teenagerin hingeht, um zu lernen, auf den Zehen zu tanzen, was ja auch ziemlich schmerzhaft ist, dann können wir unsere Praxis machen. Maintain clarity free of dullness, sharpness, and sharpness free of obscuration. We did that. Remain naked, free of covering. Bleibe nackt, ohne Bedeckung. This is very important Das ist sehr wichtig. because clearly there are certain feeling tones or thoughts which can seem to catch us or swamp us. Denn sicherlich gibt es Gefühlstönungen oder Empfindungen, die scheinbar uns fangen oder sozusagen versumpfen lassen können. We feel that this is happening to me and we notice some kind of shift. Wir haben das Gefühl, das geschieht mir und wir bemerken eine gewisse Art von Verschiebung. But we also have these more subtle states which are insidious, Wir haben aber auch diese subtileren Zustände, die heimtückisch sind. that seem to creep in and take us over. Die scheinen sozusagen hineinzukriechen und uns zu überwältigen. So tiredness can be like that. Müdigkeit kann so sein. Get a bit vague and hazy. Wir werden ein bisschen vage und verschwommen. Suddenly we are pervaded by this sort of feeling. Und plötzlich sind wir von diesem Gefühl durchdrungen. So when he's saying, stay naked, don't get covered, this subtle mood is a difficult covering to get free of. Wenn es also hier heißt, bleibe nackt und unbedeckt, dann ist die Bedeckung durch diese Art von Stimmung schwer loszuwerden. We have to very gently intensify clarity. Wir müssen auf eine sehr sanfte Weise die Klarheit intensivieren. So if we're sitting, get into that state, the gaze is open. Wir sitzen, wir geraten in diesen Zustand, der Blick ist offen. Take a breath, and then you can, as it were, breathe out through your eyes. Wir nehmen einen Atemzug und man könnte sagen, wir atmen dann durch unsere Augen aus. Just bringing up the energy in your body through your eyes. Das heißt, wir bringen die Energie in unserem Körper hoch durch unsere Augen. There's a little bit more brightness. Dann ist da ein bisschen mehr Helligkeit. Hazy feeling is still there, but there is bright and hazy. Das verschwommene Gefühl ist auch da, aber zumindest ist jetzt hell und verschwommen zusammen da. And gradually the haziness passes away. Und allmählich wird die Verschwommenheit weggehen. And we stay with the brightness. Und wir bleiben mit der Helligkeit. The mind is always naked. That's why before he's saying it's alone, it's singular. Der Geist selbst ist immer nackt und deswegen hieß es ja vorher schon, dass er einzeln ist, dass er alleine ist. It's pure from the very beginning. Und er ist rein von allem Anfang an. And it's empty. Und leer. There's nowhere for the foggy feeling to stick. Es gibt nichts an ihm, wo dieses neblige Gefühl sich dran heften könnte. The mind is like the sky. This fogginess is like a cloud. Der Geist ist wie der Himmel und das Nebelhafte ist nur wie eine Wolke. Trust the spaciousness. Also vertraut dem Raum, der Raumhaftigkeit. You're full of tiredness and you're safe. You're full of sadness
you feel like crying, maybe water comes out of your eyes, and you're safe. Wir sind voller Müdigkeit und doch sicher. Oder wir sind voller Trauer und vielleicht fühlen wir sogar, wie Wasser aus unseren Augen läuft und doch sind wir sicher. So in this way, trust the practice, go back again and again whenever you get distracted, relax and open and welcome. Auf diese Weise sollten wir der Praxis vertrauen und zurückgehen, wann immer wir abgelenkt werden und immer wieder zurückgehen und willkommen heißen. Without developing thoughts, remain clear. Ohne Gedanken zu entwickeln, bleibe klar. By remaining like that, you will experience freedom from craving for the meditation experiences of clarity, non-thought and happiness. And you will have non-distraction without any object to maintain, and the immediate presence of emptiness and clarity. This is called calm abiding, or shine, or shamatha. Where is this? Oh ja. Indem du so verweilst, wirst du die Freiheit von Greifen nach den meditativen Erfahrungen von Klarheit, Nichtdenken und Glück erlangen und du wirst die Nichtablenkung haben ohne ein Objekt, das aufrechterhalten werden muss und die unmittelbare Gegenwärtigkeit von Leerheit und Klarheit. Dies wird als das ruhige Verweilen bezeichnet oder Shine oder Shamatha. I think you're all doing very well. It's a long day and a lot of stuff. Ich denke, Everyone's looking a little bit tired. ihr macht es schon sehr gut. Es ist ein sehr langer Tag und eine Menge Zeug und alle schauen aber auch ein bisschen müde aus. Just a little bit more. Nur noch ein bisschen mehr. So this is the basic calmness, which is not created by artificial practice, but relaxing into the natural calm of the mind. Und das ist die grundlegende Geistesruhe, die nicht durch eine künstliche Praxis erschaffen wird, sondern die dadurch aufkommt, dass wir uns in die ursprüngliche Natur des Geistes hinein entspannen. And it frees us also from, as he says, from the attachment to seeking special states. Und das befreit uns, wie es hier heißt, auch von dem Haften an der Suche nach irgendwelchen besonderen Zuständen. We can read in meditation books about all kinds of special experiences people have, visions and colors and this and that. Wir können Meditationsbüchern über eine ganze Menge verschiedene Arten von Erfahrungen lesen, die Leute haben können, wie bestimmte Visionen, Farben und dergleichen mehr. But always our focus is we stay with what is there. Aber unser Fokus ist immer zu bleiben mit dem, was da ist. If it's dull, it's dull. If it's shiny, it's shiny. Wenn es stumpf ist, ist es stumpf und wenn es strahlend ist, ist es strahlend. Then emptiness does not become a mere vacuity. Dann heißt es hier, Leerheit wird nicht eine bloße Leere sein. It is clear, shining, fresh, sharp, lucid. Sie ist klar, strahlend, frisch, scharf und leuchtend. You'd like to say something, but speaking is not possible. You'd like to express it, but that is not possible. Du würdest gerne etwas sagen, aber das Sprechen ist nicht möglich. Du würdest gerne es ausdrücken, aber auch das ist nicht möglich. At home in the emptiness of the mind and nothing to say. Wenn man zu Hause ist in der Leerheit des Geistes, gibt es nichts zu sagen. We can talk about houses and flowers and pizzas, but we can't really talk about the mind. Wir können über Häuser und Blumen und Pizzas reden, aber es gibt nicht viel über den Geist zu sagen. So it becomes very peaceful. Das wird sehr friedlich sein. It's not an object of thought. Das ist hier kein Objekt des Gedankens. It's not a thing that can be described or expressed. Es ist kein Ding, das irgendwie beschrieben und ausgedrückt werden könnte. Oh, there's a lot of freedom in that. Und darin ist eine Menge Freiheit. That is to say, we can't take this quality and pull it through the usual pathways of our cognitive functioning. Wir können diese Qualität nicht ergreifen und sie gewissermaßen durch die verschiedenen Pfade unserer gewöhnlichen kognitiven Aktivität ziehen. It is radically other than
what we are used to. Das ist radikal anders als das, woran wir gewöhnt sind. Clear, it is the sphere of awareness. In the actual nature of emptiness, clarity is present like a manifesting quality. This is the actual nature of your awareness. Thus, the actual nature of your awareness is directly and completely seen. This is called seeing fully, Khordong, or Vipassana. Hier heißt es weiter, klar ist sie die Sphäre der Bewusstheit. In der tatsächlichen Natur der Leerheit ist die Klarheit gegenwärtig wie eine manifeste Qualität. So ist also die tatsächliche Natur deiner Bewusstheit unmittelbar und vollständig gesehen. Dies wird als vollständig Sehen, Khordong oder Vipassana bezeichnet. When you sit quiet and open, this room is not something you can describe. Wenn wir still und offen sitzen, dann ist dieses Zimmer nicht etwas, das man wirklich beschreiben könnte. As soon as you start to describe it, you enter another room. Sobald wir anfangen, dieses Zimmer zu beschreiben, haben wir bereits ein anderes Zimmer betreten. When you relax, the whole room comes at once. Wenn wir uns entspannen, dann kommt das ganze Zimmer zu uns auf einen Schlag. When we try to describe something, it comes one word after another after another. Wenn wir es versuchen zu beschreiben, dann kommt ein Wort nach dem anderen nach dem anderen. So this linear or serial description is always an evacuation from the thing that's being described. Und diese lineare oder serielle Beschreibung ist immer sozusagen auch gleichzeitig ein Entleeren dessen, was wir zu beschreiben betrachten. We can experience this directly for ourselves. Wir können das unmittelbar für uns selbst erfahren. Take a simple rose, you put it on the table. Nimm eine einfache Rose, stelle sie auf den Tisch Give yourself to the rose. und gebe dich dieser Rose hin. Open to the indescribable beauty of the flower. Offen für die unbeschreibliche Schönheit der Blume. See it from your heart. Betrachte sie von deinem Herzen aus. Then try to say what you see. Und dann versuche zu sagen, was du siehst. Not possible. Das ist nicht möglich. That doesn't mean that you didn't have the experience of the rose. Das bedeutet nicht, dass wir die Erfahrung der Rose nicht hatten. It means that the rose is welcoming you home. Das bedeutet, dass die Rose uns nach Hause willkommen heißt. Oder zu Hause willkommen heißt. And you can't say. Und da kann man nichts sagen. You can't say. It's indescribable. Es ist Inexpressible. unbeschreiblich oder unausdrückbar. But it is absolutely present. Und doch ist es absolut gegenwärtig. You're fully alive. You're so touched and moved. Du bist voll lebendig, du bist so berührt und bewegt. What can you say? It's lovely. Was kannst du sagen? Oh, es ist niedlich. It's not lovely. Das ist nicht niedlich, das ist... So this is what we have in the meditation. Das ist das, was wir in der Meditation haben. The fact that we can't chop it up into pieces and make it into patterns, some Dharma collage to show mummy when we get home from school, doesn't mean it's meaningless or that it's crazy. Die Tatsache, dass wir das nicht irgendwie in Stücke aufschlitzen können, einteilen können und dann vielleicht irgendwie eine Dharma-Collage daraus basteln können, die wir dann Mama zeigen, wenn wir nach Hause kommen. Die Tatsache, dass wir das nicht tun können, bedeutet nicht, dass es irgendwie bedeutungslos oder verrückt ist. Regarding what is known as meditation or staying in balance, awareness, the inseparable merging of calm abiding and insight or seeing fully, is nakedly clear, original and untainted. Bezüglich dessen, was als Meditation oder als im Gleichgewicht bleiben bezeichnet wird, Nyamchak, ist die Bewusstheit das untrennbare Verschmelzen von ruhigem Verweilen und Einsicht oder vollkommenem Sehen auf nackte Weise klar, ursprünglich und unbeschmutzt. Then he says this is the natural state of the Buddha. Und dann heißt es hier, das ist der natürliche Zustand des Buddha. So we should rest in this.
Und wir sollten darin ruhen. And to not move out of this is called meditation. Und sich daraus nicht hinauszubewegen, wird als Meditation bezeichnet. Then there is another state that's described as a subsequent experience, jetop, what occurs after meditation. And about this he says that you should keep your mind relaxed and open, whatever is arising, and also in relation to whatever thoughts arise regarding the objects of the six senses. Und da gibt es noch das, was als einen nachfolgenden Zustand oder nachmeditativen Zustand bezeichnet wird, Jetop auf Tibetisch. Und in Bezug darauf, dass ganz gleich was aufkommt, wird gesagt, ganz gleich was aufkommt, sollte man offen und entspannt bleiben. Ganz gleich, welche Gedanken in Bezug auf die Objekte des sechs Sinne auftauchen. So we'll soon come to the end of our time together today. Wir werden gleich an das Ende unserer Zeit zusammen heute kommen. And we go out into the lovely evening. Und wir werden in diesen lieblichen Abend hier hinausgehen. We have a sensation of touch. We can feel our clothes as our arms move inside the sleeve and so on. Wir haben zum Beispiel Berührungsempfindung. Wir können fühlen, wie unsere Arme von den Ärmeln berührt werden, während wir uns bewegen. There are smells, subtle tastes in our mouth, sounds, shape and color. Es gibt Gerüche, es gibt subtile Geschmäcker in unserem Mund, es gibt Klänge und Farben. Without falling asleep into a kind of automatic pilot, Ohne dass wir sozusagen einschlafen und uns einer Art Autopiloten überlassen while you walk along the road thinking about something else. und auf der Straße entlang zu laufen, während wir über irgendetwas anderes nachdenken. Stay present in your senses, Bleibe gegenwärtig in deinen Sinnen and without the addition of a running commentary. und ohne den Zusatz eines fortlaufenden Kommentars. And then you experience the self-arising clarity of the immediacy of the sensation as it comes with the union of the senses and the world. Dann erfahren wir sozusagen die aus sich selbst entstehende Unmittelbarkeit der Klarheit, der Dinge, wie sie erstehen, gemeinsam mit den Sinnen. I'm not sure. I think it was just a little bit too long. Okay, sorry. Try once again. Okay, so we stay. Did you get the first bit? Maybe, I don't Maybe, know. okay. Just I have no reference. But the book says don't go after past thoughts. Das Buch sagt, geh nicht den vergangenen Gedanken nach. So we don't want to fall asleep in assumptions. Yes. And just walk along the street thinking about something else and letting our body run on automatic pilot. Yes, also das Erste, was er sagt, habe ich ja schon übersetzt. Wir wollen nicht irgendwie sozusagen einschlafen in unseren eigenen vorweggenommenen Annahmen und einfach die Straße in einer Art Autopilot-Zustand entlanglaufen, wenn wir an ganz was anderes denken. Nor do we go to the other side and run a commentary about what's going on in order to be more conscious of it. Und wir gehen auch nicht auf die andere Seite des Extrems, ständig einen Kommentar über das, was vor sich geht, zu betreiben, um zu wissen, um dabei zu sein, was vor sich geht. But we just stay freshly present in the senses. Und wir bleiben frisch und gegenwärtig in den Sinnen. So again we have it vanished, but we had a little painting of Kuntuzangpo and Kuntuzamo. Oh, there it is, up there. And when these deities are depicted in union, this is also a symbol of the six senses and the world. Hier haben wir zum Beispiel diese Darstellung von Kuntuzangpo und Kuntuzamo in Vereinigung. Und wenn diese Vereinigung, also wenn Gottheiten in dieser Vereinigung dargestellt werden, dann ist es auch ein Symbol des Zusammenhangs zwischen den sechs Sinnen und der Welt. So when we are alive and in our senses,
everything is pleasure. Wenn wir lebendig sind und in unseren Sinn sind, dann ist alles eine Freude. Not the pleasure of saying, oh, this is really good, Es ist nicht die Art von Freude, wenn wir sagen, es ist wirklich gut, but the pleasure of the vitality of being alive. sondern das ist die Freude der Vitalität, am Leben zu sein, lebendig zu sein. The naked thisness of what's occurring moment by moment through all the senses. Das ist sozusagen diese nackte Soheit oder Diesheit von dem, was Augenblick für Augenblick durch unsere Sinne aufkommt. The world and our awareness as it expresses through the senses is in a union, a copulation, a joining. Die Welt, wie sie sich durch unsere Sinne darstellt und unsere Bewusstheit sind sozusagen in einer Einheit, in einer Kopulation, in einer Verbindung. And we are alive. That's amazing. Es ist lebendig, es ist erstaunlich. And so the more we give ourselves to the world, the more we are vitalized by it. Je mehr wir uns sozusagen der Welt überlassen, desto stärker werden wir auch durch die Welt vitalisiert. So when we kind of switch off and we're thinking our thoughts, wandering through the streets, Wenn wir aber so abschalten und einfach nur unsere Gedanken denken, wenn wir durch die Straßen laufen, this is such a tragedy. das ist eine solche Tragödie. What are you going to get from the thought? Was wirst du denn von diesem Gedanken eigentlich bekommen? But the cars, the sound of people talking, the people spilling out of the cafe onto the pavement, the posture, the gesture, the smell of the beer drifting in the breeze. Aber die Klänge, die Autos, That was a clue. that's basically the proof how superfluous my work is. Es braucht keine Übersetzung, ne? Alle haben es gekriegt. This is our being aliveness. Das ist unser Lebendigsein. And there's no point to talk of awakening if you're going to be asleep at the same time. Es ist absolut kein Punkt daran, über das Erwachen zu sprechen, wenn wir vorhaben, gleichzeitig eingeschlafen zu sein. Being awake means receiving and giving. Wach zu sein heißt empfangen und geben, Being touched and moved. bewegt und berührt zu sein. Again, we don't know what's going to happen. Natürlich wissen wir nicht, was passieren wird. Something is happening and we're here. We're here. It's the being here-ness, which is the aliveness, which is the self-dissolving of each moment. Irgendwas wird passieren und wir sind einfach hier und wir sind hier. Und das ist dieses Hiersein, das die Lebendigkeit ist, die sich jeden Moment neu auflöst. So then he says, by practicing in this way, you get the result of the three aspects of the Buddha. Dann heißt es hier, indem wir auf diese Weise praktizieren, bekommen wir das Resultat der Buddhaschaft. Thus, the vibrancy of emptiness and awareness is the natural mode, or the Dharmakaya. So ist die Schwingungsfähigkeit der Leerheit und der Bewusstheit der natürliche Modus des Dharmakaya. So this is very beautiful, the vibrancy. Das Schwingen, das ist wunderschön. This is not dull. See? No, everything has the same taste, but it's vibrant. Das ist nicht stumpf, alles hat den gleichen Geschmack, aber es ist lebendig, vibrierend. The shining clarity, the shining clarity of the union of emptiness and awareness is the radiant mode, or the Sambhogakaya. Die strahlende Klarheit der Vereinigung von Bewusstheit und Erscheinung ist der strahlende Modus, der Sambhogakaya. So you're relaxed and open, and all of this is occurring. Here it is. Wir sind entspannt und offen und all das erscheint, hier ist es. And all the various arisings are the self-arising, self-liberating, manifest mode or Nirmanakaya. Und all die verschiedenen Erscheinungen sind die selbsterstehenden und selbstbefreienden Erscheinungen des manifesten Modus des Nirmanakaya. The Nirmanakaya is often described as a kind of incarnation, the way that the Buddhas show themselves into the world, manifesting as Buddha Shakyamuni or these great Tibetan incarnate lamas and so on.
Nirmanakaya wird oft als das in die Welt geboren, Inkarnation des Buddha in der Welt beschrieben, zum Beispiel als Buddha Shakyamuni oder als die großen tibetischen Meister. But here he's saying everything is the Nirmanakaya. Aber hier heißt es, alles ist Nirmanakaya. The way the car's being driven, the glistening road after the rain. Das ist die Art und Weise, wie Autos gefahren werden und die glitzernde Straße nach dem Regen. The lost and hungry young man hanging out on the street corner. Der verlorene und hungrige junge Mann, der am Straßeneck herumhängt. Whatever you see is the radiance of the Buddha mind manifesting. Und was immer du siehst, ist die Strahlkraft des Buddha-Geistes, die sich manifestiert. So we don't turn away. Wir wenden uns nicht ab. We don't merge into it. Wir verschmelzen auch nicht But we're damit, here, sondern wir sind da. receiving everything and able to respond. Wir empfangen alles und sind fähig auch zu reagieren. And by practicing in this way, we become more immediate, more intuitive, more spontaneous. Und indem wir auf diese Weise praktizieren, werden wir unmittelbarer und intuitiver, spontaner. And that's because every moment of your life is preparation. Das liegt daran, dass jeder Moment unseres Lebens eine Vorbereitung ist. It's both nourishment and presence, but it's also preparing you for more and more. Es ist einerseits gleichzeitig Nahrung und Gegenwärtigkeit, aber es ist auch die Vorbereitung für mehr und noch mehr. And because you were there, everything stays with you. Und weil wir da sind, bleibt auch alles mit uns. Not as being overwhelmed, but you're just filled with the world. Nicht als in der Form von Überwältigung, sondern einfach in der Form von der Welt gefüllt zu sein oder erfüllt zu sein. So when you come to work with other people, everything can pour through you. Und wenn wir zu der Arbeit mit anderen kommen, dann kann alles durch uns hindurch gegossen werden. If you're talking with a friend who's dying, you find something to say. Wenn wir mit einem Freund sprechen, der gerade am Sterben liegt, dann finden wir auch etwas zu sagen. Playing with a small child, you find a way to do it. Wenn wir mit einem kleinen Kind spielen, dann finden wir einen Weg, wie wir das machen können. Because we have access to all the richness of everything we've seen. Denn wir haben Zugang zu all dem Reichtum von allem, was wir gesehen haben. Most of the time in our ego cells we are very under-resourced. Die meiste Zeit sind wir in unserem Ego selbst sehr unterversorgt mit Ressourcen. We reject so much of the world. Wir verwerfen so vieles von der Welt. And then we have not so much available. Und dann haben wir nicht allzu viel zur Verfügung. Okay. So, in the evening you have some time, you can do some more practice. And we meet together tomorrow morning for the final session, which is looking at meditation problems. Und heute Abend habt ihr vielleicht ein bisschen Zeit, noch ein bisschen zu üben, zu praktizieren. Und morgen treffen wir uns wieder und schauen, es wird unsere letzte Sitzung sein und wir werden uns einige Probleme bei der Meditation angucken. So, have a good evening. Einen schönen Abend. Danke.